Hallo und willkommen im RepExpert Trainingscenter. Heute geht es um Kühlmittelpumpen, die unmittelbar nach dem Einbau oder nach kurzer Laufzeit undicht werden. Woran das liegen kann und wie ihr eure Kühlmittelpumpe optimal beim Einbau vorbereitet, das zeige ich euch nach dem Intro. Bevor ihr die neue Kühlmittelpumpe einbaut, solltet ihr die Dichtfläche am Motor reinigen. Ihr könnt hierzu ein Schleifvlies verwenden. Achtet darauf, dass kein Schmutz oder keine Dichtungsreste in den Kühlkreislauf gelangen. Es wird normalerweise kein Dichtmittel auf die Kühlmittelpumpe aufgetragen, nur wenn es der Hersteller ausdrücklich vorschreibt. Und dann auch an den richtigen Stellen und in der richtigen Menge. Falscher Einsatz von Dichtmittel ist einer der Hauptausfallgründe von Kühlmittelpumpen. Meist wird zu viel Dichtmittel aufgetragen, das sich dann später im Kühlkreislauf findet. Es wandert dann zur Kühlmittelpumpenwelle und beschädigt die Dichtung. Dann tritt Wasser aus und die Kühlmittelpumpe ist undicht. Dass sich die Pumpe beim Einbau besser bewegen lässt, könnt ihr die Dichtung etwas mit Kühlmittel benetzen. Auch die Gummidichtung des Thermomanagement solltet ihr mit Kühlmittel bestreichen. Auf jeden Fall nicht mit Dichtmittel. Wenn ich jetzt diese Kühlmittelpumpe einbauen würde, würde ich sie vorher noch in Kühlmittel stellen. So wird schon mal der Gleitring geschmiert und ich kann später nach dem Einbau meinen Motor zweimal durchdrehen und die Pumpe ist schon mal vorgeschmiert und nimmt keinen Schaden. Kommen wir zum Thema Kühlsystem befüllen. Da wird auch häufig der Fehler gemacht, entweder wird das System laufen lassen ohne jegliches Kühlmittel oder es wird Wasser eingefüllt und dann Kühlmittel. Alles Fehler, die gemacht werden, die zum Schaden der Kühlmittelpumpe führen. Die Kühlmittelpumpe darf nie trocken laufen. Sie darf auch nicht nur mit Wasser laufen, sondern muss immer mit Kühlmittel gemischt betrieben werden. Sonst gibt es gleich einen Schaden an der Abdichtung der Pumpenwelle. Am besten nehmt ihr ein Vakuumbefüllgerät, um das Kühlsystem zu befüllen. Somit habt ihr keine Luft. Die Kühlmittelpumpe ist sofort mit Kühlmittel umspült und geschmiert und ist schon ab der ersten Umdrehung einsatzbereit. Wenn ihr das alles beachtet, hält auch eure Kühlmittelpumpe lange und zuverlässig im Fahrbetrieb. Deshalb die wichtigsten Punkte: kein Dichtmittel verwenden, wenn es gefordert ist, nicht zu viel Dichtmittel verwenden, die Pumpe nicht trocken laufen lassen. Das war's aus dem RepExpert Trainingscenter. Tschüss und bis zum nächsten Mal.